Geschichte 1 Frühstück im Hotel. Guten Morgen. Entschuldigung, sind Sie hier vom Service? Guten Morgen. Ja, ich bin Marcel. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Lea aus Zimmer 408. Ich habe ein kleines Problem beim Frühstück. Okay, was ist passiert? Ich war gerade am Buffet. Da stand frische Brötchen, aber der Korb ist leer. Oh, das tut mir leid. Um diese Uhrzeit ist es oft voll, weil viele Gäste gleichzeitig kommen. Ja, ich sehe es. Deshalb wollte ich kurz fragen. Gut, dass Sie es sagen. Ich hole sofort neue Brötchen. Danke. Und noch etwas. Es gibt Rührei, aber es ist schon kalt. Verstehe. Das sollte warm sein. Wenn es kalt ist, tauschen wir es direkt aus. Ich habe heute ein Meeting, daher bin ich etwas gestresst. Klar, ich bringe Ihnen einen Teller an den Tisch, um Zeit zu sparen. Oh, das wäre super. Ich sitze da hinten am Fenster. Alles klar. Möchten Sie Kaffee oder Tee? Kaffee bitte und vielleicht ein Glas Wasser. Kein Problem. Ich komme gleich zurück. Eine Frage noch. Gibt es irgendwo Joghurt ohne Zucker? Ja, Naturjoghurt steht links neben dem Obst, doch er ist manchmal schnell weg. Genau, ich habe nur Fruchtjoghurt gesehen. Dann stelle ich gleich eine neue Schüssel raus, so dass es für alle reicht. Danke. Ich will nicht kompliziert sein. Sie sind nicht kompliziert, sie helfen uns, denn wir merken es nicht immer sofort. Okay, ich dachte nur, dass im Hotel alles automatisch läuft. Oft ja, aber Frühstück ist jeden Morgen anders. Manchmal kommen Busgruppen. Ah, deshalb ist es heute so voll. Genau, ich bringe jetzt Brötchen, warmes Rührei und Kaffee. Perfekt. Wenn ich danach noch etwas brauche, sage ich Bescheid. Sehr gern. Soll ich Ihnen auch ein Lunchpaket machen? Heute nicht, aber morgen vielleicht. Alles klar, ich komme sofort zurück. Vielen Dank, Marcel. Geschichte 2 Ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Hi Raphael, danke, dass du mitkommst. Ich brauche dringend ein Geschenk. Klar, Kim. Für wen ist es? Für meine Kollegin Sina. Sie hat morgen Geburtstag. Oh, das ist kurzfristig. Deshalb brauchst du heute eine schnelle Lösung. Genau, ich habe keine Idee, weil ich sie noch nicht so lange kenne. Okay, was mag sie? Irgendwas hat sie bestimmt erzählt. Sie trinkt viel Tee und sie redet oft über Ruhe nach der Arbeit. Dann passt etwas zur Entspannung, um ihr nach der Arbeit eine Freude zu machen. Vielleicht eine gute Teemischung. Ja, aber das wirkt vielleicht langweilig. Nicht, wenn du es schön kombinierst. Tee plus eine kleine Tasse oder Honig. Stimmt, mein Budget ist 25 Euro, daher darf es nicht zu teuer sein. Okay, wir können zuerst in den Teeladen gehen. Gute Idee. Und was, wenn sie schon alles hat? Dann etwas Persönliches. Zum Beispiel eine Karte mit einem netten Satz, damit es persönlicher wirkt.
Ja, eine Karte ist wichtig, sonst wirkt es zu neutral. Oder ein kleines Notizbuch, das sie ihre Ideen sammeln kann. Sie schreibt tatsächlich viel. Vielleicht passt das. Super, schau mal hier. Ein Notizbuch, schlicht aber hochwertig. Das kostet 12 Euro. Dann bleibt noch Geld für Tee. Perfekt. Und wir brauchen Geschenkpapier, um alles schön einzupacken. Ich hasse Einpacken. Ich helfe dir, damit es am Ende gut aussieht. Danke. Übrigens, soll ich überhaupt etwas schenken? Wir sind nur Kollegen. Doch, eine kleine Aufmerksamkeit ist okay, denn das wirkt freundlich. Ja, ich will einfach nett sein. Genau, du kannst sagen, dass du dich auf die Zusammenarbeit freust. Das klingt gut. Ich schreibe das in die Karte. Was nimmst du jetzt konkret? Notizbuch, Tee und eine Karte. Jetzt habe ich ein komplettes Set. Super, morgen gibst du es ihr kurz nach dem Meeting. Ja, ich bin jetzt viel ruhiger. Danke, Raphael. Gern, dann ab zur Kasse. Geschichte 3. Ein Problem im Hotelzimmer melden. Guten Abend. Entschuldigung, spreche ich mit der Rezeption? Guten Abend. Ja, hier ist Nadine an der Rezeption. Wie kann ich helfen? Ich bin Leon aus Zimmer 312. Ich habe ein Problem im Zimmer. Okay, worum geht es genau? Die Heizung wird nicht warm und es gibt ein komisches Geräusch. Verstehe. Seit wann ist das so? Seit ich eingecheckt habe. Am Anfang dachte ich, dass es dauert, aber es bleibt kalt. Haben Sie am Thermostat gedreht? Manchmal steht es auf 0. Ja, ich habe es auf 4 gestellt, doch es passiert nichts. Okay, und das Geräusch, ist es laut? Nicht laut, aber es nervt. Es klingt wie ein Summen. Kommt es eher aus der Heizung oder aus der Wand? Ich glaube aus der Ecke beim Fenster. Alles klar. Wenn es vom Fenster kommt, kann es auch Zugluft sein. Dann bewegt sich etwas. Ja, das Fenster fühlt sich kalt an, deshalb schlafe ich schlecht. Verstehe. Ich möchte, dass Sie sich wohlfühlen. Daher prüfen wir das sofort. Danke. Ich habe morgen früh einen Termin, darum brauche ich heute Ruhe. Natürlich. Wir haben 2 Optionen. Welche? Erstens schicke ich unseren Haustechniker hoch, um die Heizung zu prüfen. Und zweitens? Zweitens bekommen Sie ein anderes Zimmer, sodass Sie sofort schlafen können. Das wäre mir lieber, weil ich nicht noch warten will. Kein Problem. Ich schaue kurz ins System. Einen Moment. Ja, Okay, ich habe Zimmer 318 frei. Gleiche Kategorie, aber zur Hofseite, wo es ruhiger ist. perfekt. Muss ich noch mal runterkommen? Nein, ich bringe Ihnen die neue Karte hoch. Dann können Sie direkt umziehen. Super, aber ich habe schon meinen Koffer ausgepackt. Kein Stress. Wenn Sie möchten, hilft unser Portier kurz. Das wäre toll. Ich will nur schnell ins Bett. Verstehe. Ich komme in 5 Minuten hoch, damit Sie nicht lange warten. Danke, Nadine.
Das ist echt guter Service. Gern geschehen. Bis gleich, Leon. Geschichte 4. Verlorenes Gepäck am Flughafen. Entschuldigung, sind Sie von Lost and Found? Ja, guten Tag. Ich bin Frau Keller. Wie kann ich helfen? Ich heiße Julian. Mein Koffer ist nicht angekommen. Okay, dann machen wir zuerst einen Bericht. Von welchem Flug kommen Sie? Von Madrid nach Berlin, Flugnummer IB 421. Danke. Haben Sie schon am Band gewartet, bis es gestoppt hat? Ja, alle sind gegangen, aber mein Koffer war nicht dabei. Verstehe. Beschreiben Sie bitte den Koffer, damit wir ihn suchen können. Er ist groß, schwarz, Hartschale und ein rotes Band am Griff. Gut. Haben Sie einen Gepäckanhänger, diese kleine Nummer? Ja, hier auf meinem Ticket. Ich zeige es Ihnen. Perfekt. Wenn die Nummer im System ist, sehen wir den letzten Scan. Ich hoffe, er ist nur irgendwo hängen geblieben. Das passiert oft. Manchmal wird der Koffer in ein anderes Flugzeug geladen. Oh, deshalb kann es dauern? Manchmal ja, aber meistens kommt er innerhalb von 24 Stunden. Ich brauche morgen meine Kleidung. Ich habe ein wichtiges Event. Verstehe. Wenn es länger dauert, können Sie Notfallsachen kaufen. Und wer bezahlt das? Die Airline kann es erstatten, aber bitte nur das Nötigste und Quittungen aufheben. Okay, und wie bekomme ich den Koffer zurück, wenn er gefunden wird? Wir liefern ihn zu Ihrer Adresse, damit Sie nicht nochmal herkommen müssen. Super, ich bin im Hotel City Park. Geben Sie mir bitte die Adresse und eine Telefonnummer. Hotel City Park, Müllerstraße 9, Nummer 0123 456789. Danke, ich trage alles ein. Gibt es eine Bestätigung? Ja, hier ist Ihre Fallnummer. Damit können Sie online den Status prüfen. Gut, ich bin trotzdem nervös. Das ist normal, aber wir kümmern uns darum. Danke, Frau Keller. Sie waren sehr freundlich. Gern. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Mache ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Reise. Geschichte 5. Ein Taxi im Hotel bestellen. Guten Abend. Sind Sie an der Rezeption? Guten Abend. Ja, ich bin Herr Becker. Wie kann ich helfen? Ich bin Sophia aus Zimmer 221. Ich brauche morgen früh ein Taxi. Natürlich. Für welche Uhrzeit? Für 6:10 Uhr. Ich muss zum Bahnhof. Alles klar. Damit es klappt, welcher Bahnhof genau? Hauptbahnhof? Ja, Hauptbahnhof. Ich habe einen Zug um 7 Uhr. Verstehe. Wenn morgens viel Verkehr ist 6:10 Uhr gut. Genau. Ich will nicht rennen. Deshalb plane ich lieber früher. Gute Idee. Wie viele Personen? Nur ich, aber ich habe 2 Koffer. Okay, dann bestelle ich ein normales Taxi mit großem Kofferraum. Danke. Kann das Taxi direkt vor dem Eingang halten? Ja, wenn es frei ist, hält es direkt vor der Tür. Perfekt.
Und wie bezahle ich? Bar oder Karte? Meist geht beides, aber ich empfehle Karte, weil es schneller ist. Ja, ich zahle gern mit Karte. Gut, soll der Fahrer Sie kurz anrufen, wenn er da ist? Ja, bitte. Ich stehe nicht gern draußen. Es ist kalt. Verstanden. Geben Sie mir kurz Ihre Nummer, damit ich sie in die Bestellung schreibe. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0. Danke. Noch eine Frage? Brauchen Sie auch ein Frühstückspaket? Ja, bitte. Ich schaffe das Frühstück sonst nicht, weil es erst um 7 beginnt. Kein Problem. Wir machen ein kleines Paket. Sandwich, Obst, Wasser. Super. Kann ich das an der Rezeption abholen? Ja, kommen Sie einfach kurz vorbei. Dann bekommen Sie es sofort. Muss ich heute schon auschecken? Nein, wenn Sie möchten, können Sie morgen früh den Schlüssel in die Box werfen. Das ist praktisch. Deswegen liebe ich Hotels. Alles ist klar geregelt. Schön zu hören. Ich bestelle jetzt das Taxi für 6:10 Uhr. Vielen Dank, Herr Becker. Das hilft mir sehr. Gern. Schlafen Sie gut, Sophia. Danke. Gute Nacht. Geschichte 6. Nach öffentlichen Verkehrsmitteln fragen. Entschuldigung, können Sie mir kurz helfen? Ich bin etwas verloren. Ja, natürlich. Was suchen Sie? Ich muss zum Museum am Fluss. Ich bin im Hotel gestartet, aber ich finde die richtige Haltestelle nicht. Okay. Sind Sie mit Bus oder U-Bahn unterwegs? Am besten mit dem Bus, weil ich einen schweren Rucksack habe. Verstehe. Dann brauchen Sie den Bus M45. Der fährt direkt dorthin. M45, und wo fährt der ab? Sehen Sie die Kreuzung da vorne? Gehen Sie bis zur Ampel, dann links. Okay, und die Haltestelle ist direkt an der Ecke? Fast. Nach der Ampel noch ungefähr 50 Meter. Da steht ein grünes Schild. Super. Fährt der Bus oft? Ja, alle 10 Minuten. Morgens ist es aber manchmal voll. Ich wollte um 10 Uhr dort sein, deshalb darf ich nicht zu spät kommen. Wenn Sie jetzt gehen, schaffen Sie es locker. Muss ich umsteigen? Nein, nicht mit dem M45. Achten Sie nur auf die Richtung. Welche Richtung genau? Richtung Nordhafen. Das steht vorne am Bus, damit Sie sicher sind. Okay, und wie lange fährt man ungefähr? Etwa 15 Minuten. Bei wenig Verkehr geht es schneller. Brauche ich ein Ticket vorher? Ja, nutzen Sie die App oder den Automaten an der Haltestelle, um ein Ticket zu kaufen. Ich habe die App, aber sie lädt gerade nicht. Dann nehmen Sie den Automaten, der ist direkt dort. Ich habe nur Karte, geht das? Ja, meistens. Manchmal gibt es Probleme, da das Gerät nicht immer gut funktioniert. Oh, wenn es nicht geht, was mache ich dann? Dann kaufen Sie im Bus beim Fahrer. Nicht jeder Bus verkauft Tickets, daher ist der Automat besser. Das ist kompliziert. Ja, ein bisschen.
Und wenn ich aussteige, wo ist das Museum? Steigen Sie bei Flusspark aus. Dort sehen Sie sofort das Schild, das zum Museum führt. Perfekt, Sie haben mir echt geholfen. Gern, ich zeige Ihnen kurz den Weg zur Ampel, um es einfacher zu machen. Danke, dann komme ich sicher an. Geschichte 7. Geld wechseln. Entschuldigung, guten Tag. Sind Sie hier am Schalter fürs Geldwechseln? Guten Tag. Ja, ich bin Frau Brandt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich heiße Amir. Ich möchte Euro wechseln. Ich habe noch US-Dollar. Alles klar. Wie viel möchten Sie wechseln? $300, aber ich will vorher wissen, welchen Kurs Sie haben. Natürlich. Der Kurs hängt vom Tag ab, deshalb kann er sich ändern. Verstehe. Ich bin nur unsicher, weil ich gestern einen anderen Kurs online gesehen habe. Das ist normal. Online ist oft der Mittelkurs. Am Schalter gibt es einen An- und Verkaufskurs, da wir anders rechnen. Okay, dann ist es hier immer etwas schlechter? Meist ja, denn wir haben Gebühren und ein Risiko. Gibt es eine extra Gebühr bei Ihnen? Ja, eine kleine Servicegebühr. Wenn Sie Mitglied sind, ist sie niedriger. Ich bin kein Mitglied, daher frage ich so genau. Verständlich. Ich rechne Ihnen den Betrag aus, damit Sie entscheiden können. Ja, bitte. Für $300 bekommen Sie heute ungefähr 270 Euro. Die Gebühr ist 5 Euro. Also am Ende etwa 265 Euro? Genau. Falls Sie weniger wechseln möchten, ist das auch möglich. Ich brauche Bargeld für kleine Dinge, weil ich nicht überall mit Karte zahlen kann. Stimmt, vor allem bei kleinen Cafés. Kann ich auch nur $150 wechseln? Dann habe ich noch Reserve. Ja, das geht. Die Gebühr bleibt gleich, obwohl der Betrag kleiner ist. Ah, deswegen lohnt es sich eher, einmal mehr zu wechseln. Genau. Sie können später auch Geld am Automaten abheben, um flexibel zu bleiben. Aber dort kommen doch auch Gebühren? Ja, wenn Ihre Bank Gebühren nimmt, wird es teuer. Okay, ich glaube, ich wechsle jetzt die $300, damit ich sicher bin. Alles klar. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja, hier. Danke. Ich mache das sofort. Gleich bekommen Sie die Euro und eine Quittung. Super. Bitte auch kleinere Scheine, damit ich leichter zahlen kann. Kein Problem. 50er, 20er und 10er? Ja, perfekt. Vielen Dank, Frau Brandt. Gern geschehen, Amir. Einen schönen Tag noch. Geschichte 8. Über Lebensmittelallergien sprechen. Entschuldigung, sind Sie der Kellner? Ich habe eine Frage zum Essen. Ja, guten Abend. Ich heiße Luca. Wie kann ich helfen? Ich bin Hanna. Ich habe eine Allergie. Deshalb muss ich vorsichtig sein. Natürlich. Gegen was sind Sie allergisch? Gegen Milch, also Milchprodukte. Schon kleine Mengen sind schlecht für mich. Verstehe. Wenn es so ist, müssen wir genau schauen. Möchten Sie laktosefrei oder komplett ohne Milch? Komplett ohne, denn laktosefrei reicht nicht immer.
Okay, dann empfehle ich Gerichte ohne Sahne, Butter und Käse. Genau, ich wollte die Kartoffelsuppe nehmen, aber ich bin unsicher. Gute Frage. In der Suppe ist manchmal Sahne. Ich frage kurz in der Küche nach, damit es sicher ist. Danke, ich möchte nicht riskieren, krank zu werden. Klar. Haben Sie auch eine Allergie gegen Eier oder nur Milch? Nur Milch. Eier sind okay. Gut. Wenn Sie möchten, kann die Küche die Suppe auch anpassen. Geht das? Manchmal ja, aber wir müssen schauen, wie sie vorbereitet ist. Okay, ich bin auch neu in der Stadt, deswegen kenne ich die Zutaten hier nicht. Verstehe. Ich komme aus der Küche, ich frage direkt nach. Danke, ich war schon in Restaurants, wo niemand es ernst nimmt. Das ist nicht gut. Bei Allergien muss man klar sein. Genau, wenn ich Milch esse, bekomme ich schnell Bauchschmerzen und Hautausschlag. Okay, damit wir kein Risiko haben, sage ich der Küche, Allergie, kein Kontakt mit Milch. Das wäre super. Und gibt es Brot ohne Butter? Ja, wir bringen Brot ohne Butter oder mit Olivenöl. Olivenöl ist perfekt. Ich habe nachgefragt, die Kartoffelsuppe hat Sahne, aber wir können eine Portion ohne Sahne machen. Wirklich? Das wäre toll. Ja, es dauert 5 Minuten länger, weil wir sie neu erhitzen. Kein Problem. Ich warte gern, damit ich sicher bin. Super. Möchten Sie als Hauptgericht etwas? Vielleicht den Salat mit Hähnchen, aber ohne Käse. Genau. Ich schreibe ohne Käse, ohne Dressing mit Milch. Danke, ich fühle mich jetzt viel entspannter. Sehr gern. Ich bringe Ihnen gleich Wasser. Dann ist alles vorbereitet. Vielen Dank, Luca. Geschichte 9. Problem beim Bezahlen mit Karte. Entschuldigung, meine Karte funktioniert gerade nicht. Können wir das kurz lösen? Natürlich. Ich bin Maja. Was zeigt das Gerät denn an? Da steht Transaktion abgelehnt. Ich habe es 2-mal versucht, aber es geht nicht. Okay, das passiert manchmal. Wenn es okay ist, versuchen wir es einmal langsam. Ja, ich bin nur nervös, weil hinter mir eine Schlange ist. Kein Stress, wir machen das ruhig. Damit es klappt, stecken Sie die Karte bitte rein, nicht kontaktlos. Alles klar, Karte ist drin. Und geben Sie die PIN ein. Wieder abgelehnt. Verstehe. Haben Sie vielleicht das Tageslimit erreicht? Könnte sein. Ich habe heute schon ein Hotel bezahlt, deshalb ist das möglich. Oder die Bank hat eine Sicherheitsprüfung. Wenn es ein ungewöhnlicher Betrag ist, blocken Sie manchmal kurz. Der Einkauf ist 48 €, das ist nicht so viel. Stimmt, dann prüfen wir etwas anderes. Haben Sie die Karte vielleicht gerade erst neu bekommen? Ja, letzte Woche. Manche Karten müssen einmal am Automaten benutzt werden, damit kontaktlos aktiv ist. Ah, das wusste ich nicht. Kein Problem, wir haben 2 Optionen. Welche?
Option 1, Sie zahlen bar. Option 2, Sie zahlen mit dem Handy, wenn Sie Apple Pay oder Google Pay haben. Ich habe Google Pay, aber ich bin nicht sicher, ob es eingerichtet ist. Schauen Sie kurz nach. Ich halte die Kasse offen, damit Sie Zeit haben. Okay, ja, ich sehe meine Karte in der App. Super, dann halten Sie das Handy ans Gerät. Oh, jetzt ging es durch. Perfekt, deswegen war vielleicht nur die Karte selbst das Problem. Danke, ich war echt gestresst. Verständlich, wenn die Karte öfter ablehnt, rufen Sie Ihre Bank an. Mache ich. Und ich gehe auch einmal zum Automaten, damit alles aktiviert ist. Gute Idee, hier ist Ihr Bon. Danke, Maya. Und sorry für die Wartezeit. Alles gut, einen schönen Abend noch. Danke, Ihnen auch. Geschichte 10. Gespräch mit einem Fremden im Zug. Entschuldigung, ist dieser Platz frei? Ja, bitte, setzen Sie sich. Danke. Ich bin Paula. Ich fahre das erste Mal mit dem ICE. Freut mich. Ich heiße Herr Stein. Wohin fahren Sie? Nach München. Ich habe ein Vorstellungsgespräch, deshalb bin ich ziemlich nervös. Das verstehe ich. Wenn man etwas Wichtiges hat, denkt man zu viel. Genau. Ich habe auch Angst, dass ich die richtige Haltestelle verpasse. Keine Sorge, im ICE wird alles angesagt. Außerdem steht es auf den Anzeigen. Gut, ich habe mein Ticket in der App, aber mein Handy-Akku ist nicht voll. Dann laden Sie es hier. Über dem Sitz ist eine Steckdose. Oh, super. Ich habe mein Kabel dabei. Perfekt, damit sind Sie sicher. Danke. Fahren Sie oft diese Strecke? Ja, fast jede Woche. Ich arbeite in München, aber meine Familie wohnt in Berlin. Das ist anstrengend. Ja, aber ich nutze die Zeit. Ich lese oder arbeite am Laptop. Ich wollte auch üben, aber ich weiß nicht, wie man sich im Gespräch gut vorstellt. Wenn Sie möchten, kann ich kurz zuhören, dann gebe ich Ihnen einen Tipp. Wirklich? Das wäre toll. Klar, aber nur kurz, damit es nicht zu viel wird. Okay. Guten Tag. Ich bin Paula. Ich habe Wirtschaft studiert und Stopp, das ist schon gut. Sagen Sie danach noch, was Sie konkret können. also eher, ich habe Erfahrung mit Projekten und Kunden. Genau, und sagen Sie auch, warum Sie die Firma wollen, denn das zeigt Motivation. Stimmt, ich vergesse das oft, weil ich nur an meine Angst denke. Das ist normal. Atmen Sie ruhig und trinken Sie Wasser. Danke, das hilft wirklich. Noch ein Tipp. Gehen Sie in München früh genug raus, damit Sie nicht hetzen. Ja, ich nehme sogar einen Zug früher, deswegen bin ich jetzt schon unterwegs. Sehr klug, dann haben Sie Puffer. Ich fühle mich jetzt viel ruhiger. Danke, Herr Stein. Gern, viel Erfolg beim Gespräch, Paula. Danke, ich gebe mein Bestes. Das sind die wichtigsten Wörter aus der heutigen Folge. Bitte liken Sie unser Video, das hilft uns sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.